Moin ihr Bagaluten. So. Alan Wake, Folge 10. Ist das 10 schon? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube ja. So, ich will nur versuchen, hier schnell wegzukommen. Wir sollen da jetzt hoch zum Teleskop. Irgendwelche Dinge passieren. So, genau das meine ich damit. So. Der andere müsste hier doch jetzt auch landen. Verpisst euch doch nicht. Was soll denn das? Feiglinge. Spacken. Oh! Alter. Das war krass. Vor allen Dingen sehen die so ein bisschen aus wie von... habe ich das schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Die sehen so ein bisschen aus wie von... Vampire, Bloodlines, die Nosferatus. So ein bisschen, also sehr vampirmäßig. Dieses, ja, dieser alte Dracula, Nosferatu. So aus den 50ern oder 40ern, wo der Film herkam. Da ist nichts mit einer... Immer schön... Ah, warte, da sehe ich... Oh Gott. Verkehr! Oh, nö! Der hat fast ein ganzes Magazin gefressen. Ich weiß, ich könnte das auch sehr gut mit der Leuchtpistole machen. Aber das finde ich gerade ein bisschen angenehmer. Cup heißt das. Und hier war eben gerade irgendwo noch eine... Da ist die Seite. Ah, ne, ein Karabiner ist scheiße. Zum Vorlesen und oder Nacherzählen. Die Natur von Geschichten. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. Nicht unbedingt unsere Schicksale, aber unsere Vorstellung von Werten und Normen. Na? Dieses Superheld-Ding zum Beispiel. Na? Ich meine, irgendwo... Ich hab's auch noch so. Ich wurde viel durch Fernsehen erzogen damals. Warte mal. It's you. How dare you? No, wait. It isn't you. Is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. Nice! Und zu der Zeit hatte ich halt, ne, viel durch Fernsehen halt gelernt und oder viel Fernsehen geguckt, auch ganz früher. Und da liefen halt noch diese Serien, wo es halt immer wirklich gut war, wo es wirklich um Werte und Normen ging. Was ist positiv, was ist gut, tu niemand anderem weh, ne, gerade nicht absichtlich und entschuldige dich, sei lieb und nett und höflich, sei ein Gentleman. Diese Sachen. Natürlich kann man sagen, sei das, sei das, sei das. Ich habe immer nur auf den Kopf gekriegt, was ich sein muss, aber nein. Man sieht das halt am Beispiel von wem anders. Das nennt man Modelllernen. Lernen am Modell. Jemanden, der es vormacht. Und das gefiel mir. Und deswegen bin ich halt auch so, wie ich bin. Aber ihr wahrscheinlich auch wie ihr. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Alter, du Spacken. Da Speaking ist doch of schon wieder classics, jemand. You need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip.
Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. Jetzt die Axt. Ah, I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? So ein dreckiger. Warte mal, ist da draußen jetzt eine? Scheiße, ich befürchte, ich habe da draußen noch eine Seite übersehen. Na, ich gehe ja... Na? Es kann gut sein, dass ich nicht nochmal rausgehe. Deswegen versuche ich das jetzt nochmal. Ah, wir kommen nicht mehr raus. Schön. So. Aha, hat diesmal auch mit Mikrofon-Mute geklappt. So, alles einsammeln, dankeschön. You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Oh, das kann doch wieder nicht gut gehen diesmal, oder? Das sah gerade aus, als hätte er schwarze Augen. Das ist ja gemein. Kannst du mich bitte wieder runterlassen? Don't start it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Okay, dann komme ich erst nochmal hoch. Kein Problem. Wenn dir das wichtig ist, Mäuschen, dann machen wir das. Warum nicht? Und diesmal wieder nicht so schnell drücken. Hello. I don't quite know what's going on, but I seem to remember having had this encounter before. It's not deja vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. I suppose I could call it magic. I don't believe in magic. Neither do I. But I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. I've experienced the same thing as you. Doesn't that prove something, at least? Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. Ich fühle mit Ihnen. For what it's worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs that conform to the situation at hand. Sure, but you have to stop second-guessing yourself at some point, if you want to get something done. Okay. Das stimmt wohl. Würde ich so behaupten. Beam me up, Scotty. Beam me down. Und ha.
So, ich glaube, wir haben genug. So, ja, das hier gefällt mir noch nicht so. Aber besser als nix. So. Lauf, lauf, Ellen, lauf. Bitte gib nicht auf. Nö. So, jetzt können wir aber wieder raus, oder? Bitte, lass mich raus. Er öffnet sich selbstständig. Wahnsinn. So, und hier war jetzt irgendwo eine Seite. Da vorne. Da sehe ich sie doch schon. Sehr gut. Oh, 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 oh. 40. So viel haben wir noch nicht. Wir haben jetzt 28. Merken. Die Besessenen. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. The Taken Mr. throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. I can't let them stop me. Nachvollziehbar. Alright, 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 alright. Mann. Mann, was ist denn heute los hier? Okay, kann ich doch hier runter schon? Immer ein Auge aufs Radar. Wollen wir hier nochmal kurz gucken gehen? Weiß ja nicht, ob die Dinger dann wirklich komplett weg sind, oder... Ah, guck mal. Hat sich aber auch schon gelohnt. Frage mich, was hier noch passiert. Oder ob hier noch überhaupt was passiert. Okay, nice. Hat sich dann aufgeklärt. Vielleicht sind wir hier doch an einer richtigen Stelle noch. An etwas, was... Na, ihr wisst schon. Lasst mich mal gucken gehen. Okay, okay, okay. Da ist noch eine Seite. Irgendwo war gerade... Alter! Ich bin in der Falle. Ausgewichen, Baby. Und nachladen. Perfekt. Es wundert mich, dass hier gerade so viele Viecher sind. Sollten die mich halt echt nur hier hinlocken, oder? Oder hat das sogar tatsächlich irgendeine Bewandtnis? Ne, okay, hier ist alles safe. Dann können wir gucken. Der einsame, dunkle Ort. After my disappearance, they thought I was dead. I might as well have been. I know it's been 2 years. I know Alice has moved on. I've tried to find a way back to her, back to my life, but escaping the dark place is almost impossible. Time does strange things here, but dreams and radio signals can pierce the veil between the worlds. I catch glimpses and echoes of the world. Sometimes I send messages out. I can only pray that they hear them. Bin ich jetzt in einer ganz anderen Welt? Nee, eigentlich nicht, oder was? Das check ich gerade noch nicht. Aber ich hoffe, das wird sich noch aufklären. Wenn ihr das Spiel schon kennt und auch wisst, wie es weitergeht hier oder wie der Twist hier ist, bitte nicht spoilern. Niemand mag Spoiler. Wow. Nailed it. These beings hate the light, am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right. I'll Oh, start looking Errungenschaft freigeschaltet. Sorgen Sie dafür, dass sich Dr. Midos nicht noch einmal... Punkt.
Fuck! Und jetzt bricht das da oben zusammen, oder? I guess they didn't like that. Das war das mit dem Auto! Das war das mit dem Auto, was wir schon gelesen hatten. So wegen, es wurde immer langsamer, aber wir wussten, der Zaun wird es nicht aufhalten. Alright. Alright. Kill me. Wow. Von wegen. Shit. Alter, lauf schneller. Oh, ich weiß, dass du im Arsch bist, aber wir müssen ganz schnell da hinten hin. Asthma Ellen. Nachladen, Baby. Oh! Das war letzte Sekunde. Ach, scheiße, der ist noch gar nicht. Das war ein bisschen verschwendet. Okay, wir haben es jetzt auch das erste Mal, dass das Ding leer ist. Alright. Lauf. Da hinten ist wieder was. Ah, Maus hat sich verzogen, verdammt. Wo? Wow! Wo denn jetzt noch? Wo ist denn der jetzt? Da bist du, du Spaten! Spacken! Putz! In your face. Okay, die Sequenz war noch nicht die... Da ist wohl noch irgendwo einer. Oder? Na, ich weiß nicht. Ganz traue ich dem Braten hier noch nicht. Mach mal auf, bitte. Jetzt bin ich gespannt. Hier ist alles dunkel. It's working. Please, come up here. Oh, es ist total geil. Ist total cool, so ein Ding. Nein, ich wollte noch... Ah, verdammt. Aber die Sterne sind nur noch da. Ja, aber wie sie sagte, ja in einer ganz anderen Anordnung, ne? You find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had, the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though. If you don't mind. Okay. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Okay. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply...
I don't know, write yourself some superpowers. It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Schauen Sie mich jetzt nicht so an, bitte. Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be angry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Okay. Dann werden wir jetzt noch den Signalausdruck holen. Und mal gucken. Printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. Und wieder weiterfahren. Fahren Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Einfach weiterfahren. Diese Richtung, Dankeschön. Das Autokino. Bin ich mal gespannt. The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Die Schrotflinte. Aber wie es weitergeht, das erfahren wir auch erst in der nächsten Folge. Und die ist nächste Woche, genau. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Haut rein, guckt die anderen Videos, wenn ihr nichts zu tun habt. Schreibt nette, witzige, lustige Kommentare. Lasst es bleiben, macht was ihr wollt. Passt nur auf euch auf. Liebe Leute, winke, winke, ciao und tschüss.